Habe ich mir nur noch 2 gemerkt, dann Ranger Equipped, mein erster Char. Bei mir war es eher so, dass ich wusste, dass Ranger nicht so viel Schaden macht. Aber das Equipment zu meiner Zeit, zu meiner Ranger-Zeit, einfach nur unverschämt teuer war. Und es einfach keinen Sinn ergeben hat, fast das gleiche zu bezahlen, was ein Blade für sein Equipment zahlt und halb so viel Schaden zu machen. Doesn't make sense. Du bist schlechter als Elementor im AOE, du bist schlechter als Blade im DPS und trotzdem kostet dein Equipment mehr als alle anderen, außer Blade. Wo ist der Sinn? Und das ist ja heute eigentlich immer noch so. Es ist besser geworden, aber nicht viel. Bisschen. Du hast Range. Du hast Range, du hast Fastwalker, du hast Dark Illu. Klar. Ich tausche gerne 800.000 DPS gegen Dark Illu ein. Im PvE, by the way. Das ergibt natürlich Sinn, ja. Klar. Bruh. Wer kennt ihn nicht? Dark Illu, der wichtigste PvE-Skill, den es gibt. Ja. Wir sind dann auch mitten im Balancing vom 1.5.0 Patch. Letztendlich. Kailun für Job Changes. Vielleicht tut sich ja noch was in der Richtung. Das einzige Problem ist halt, finde ich persönlich, selbst wenn noch was kommt, Balance-mäßig. Und das ist bei Jester eigentlich, finde ich, am vehementesten true. Dass du eine Klasse halt erst mit 166 fixt, ist halt ein bisschen spät. Also Jester zum Beispiel hat ja vehemente Probleme, mit den anderen Damage-Dealern mitzuhalten. Bis 166. Und dieses Problem anzugehen, zu fixen, mit 166, wo du dich hunderte Stunden lang schon durchgequält hast durch eine Landschaft des absoluten Grauens, ist halt irgendwie, ich meine, besser später als nie. Aber ehrlich gesagt, es ist einfach zu spät. Weil wer will denn 165 Level lang immer noch die schlechteste Klasse im Spiel spielen? Gut, dann ist sie vielleicht günstig, weil sie nicht so beliebt ist und so. Aber das ist ja kein Argument. Also ich meine, 165 Level sich quälen, nur um dann endlich Schaden zu machen. So, dann kann ich auch von Anfang an einfach Blade spielen und mache die ganze Zeit Schaden. So vom Prinzip her. Auch wenn das Equipment dann teurer ist, aber zumindest habe ich mehr Spaß dran. Und kann auch ab 120 schon relativ guten Damage raushauen und so. Das ist halt, finde ich, das größte Problem mit dem Update. Also, beziehungsweise mit der aktuellen Situation. Ich meine, das Update ist sowieso komplett unbalanced und so. Also selbst ab 166 passt das nicht. Gibt ja immer noch Sachen, die einfach so nicht richtig sind, wie sie gerade im Game sind. Aber selbst wenn das alles gefixt werden würde, selbst wenn sie das alles angehen würden, dann hast du immer noch das Problem, ja gut, dann ist es halt mit 166 gefixt, aber was ist mit den 165 Leveln davor? Da sind manche Probleme ja auch schon seit Ewigkeiten. Und die löst man halt nicht, indem man auf 166 irgendwelche, und manche Skills sind ja sogar erst für 175. Das ist halt ein bisschen spät. Wenn die Klasse ist dann trotzdem Arschritze bis 165, also das sollte man vielleicht auch nochmal angehen. Also grundsätzlich passt das schon, dass man sagt,
mit dem Third Job soll sich was ändern. Wie zum Beispiel neue Skills, was so AOE-Skills oder Utility angeht, neue Spielweisen vielleicht sogar okay. Aber eine Damage-Dealer-Klasse, die erst halt im Third Job mehr Damage macht, irgendwie ergibt das keinen Sinn. Weil 166 wirst du jetzt halt auch nicht mal so über Nacht. Da muss man ganz schön für grinden. Die meisten Leute erreichen wahrscheinlich niemals 166. Mit einem Jester, wenn sie feststellen, irgendwie sind alle anderen Klassen stärker, außer vielleicht Ranger, ist die einzige Ausnahme. Aber ansonsten sind alle definitiv deutlich stärker. Ich meine, warum soll ich mir das bis 165 reinziehen? Dann kann ich einfach was anderes spielen. Also, nur um ein Beispiel zu nennen. Gäbe es bestimmt noch mehr Beispiele für. Aber das ist nicht so durchdacht, ja. Nicht so wirklich. Da hätten sie sich schon etwas mehr einfallen lassen können. Also zumindest bei den Klassen, die jetzt schon lange Probleme haben. Ich meine, Ranger ist literally auch eine davon. Ranger und Jester, da hätten sie ganz ehrlich also jeweils ein Skill schon ab 120 machen können oder so. Und ich denke, ab 120 spätestens beginnt es, dass Klassen wirklich, also ja, schon ab 105 auch. Aber ich denke, ab 120 ist es wirklich krass, wo ein Blade Full Power-Up auf, was weiß ich, 500.000, 600.000 Damage schon kommen kann. Mit Bloody Äxten. Oder sogar noch mehr. Keine Ahnung, was der Max-DPS mit Bloody Äxten ist. Das ist auf jeden Fall ziemlich viel. Bloody Äxte sind schon ziemlich solide. Ja, und davon ist ein Jester und ein Ranger für gewöhnlich weit entfernt. Also wenn ich so an Wilds denke und Jester und Ranger mit Bloody-Waffen, die machen halt nicht mal 200.000 DPS. Das könnte man schon anpassen, dass das vielleicht schon auf 120 dann ist. So ein 5-10% PvE-Damage-Buff einfach und sowas. Gibt es eigentlich nicht wirklich einen vernünftigen Grund, warum du da bis 166 warten musst. Oder sogar noch länger. Würde das Ganze halt etwas smoother gestalten. Ich meine, generell, der Third Job wurde ja auch schon von ein paar Leuten gesagt, dass es schon echt spät ist, mit 166 erst. Und ja, ich meine, wäre irgendwie ein bisschen unlogisch gewesen, wenn Third Job jetzt schon auf 130 gewesen wäre. Weil das ganze Equipment ja dann... Also, du hast eine neue Klasse, aber kein neues Equipment. Also das ist das gleiche Equipment wie vor 2 Jahren. Aber bis plötzlich Third Job Change. Wäre schon irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Aber auf der anderen Seite kann man schon verstehen, weil ja, 166, das ist halt einfach sau hoch. Dauert halt arschlange, bis du 166 bist. 130, selbst 140 wäre noch deutlich schneller möglich gewesen, aber das hätte halt einfach nicht gepasst irgendwie. Hätte von der Logik halt nicht gepasst, aber in dem Fall wäre es vielleicht gut gewesen, die Logik mal Logik sein zu lassen und es einfach zu machen. Aber, keine Ahnung. Du hast gedacht, 160. 160 ist auch zu viel. Also, wenn es wirklich ein Unterschied zu jetzt ist, müsste schon Minimum 150 sein. Und selbst 150 ist relativ viel. Ich meine, vielleicht PC war es 130 zum Beispiel und da geht es heutzutage bis Level 200, also 166 ist schon sehr spät. Also die Balance-Issues, die jetzt noch bleiben, man weiß ja nicht, was sie noch machen. Diesen Donnerstag ist ja wieder Patch. Weiß man ja nicht. Aber alles, was jetzt, sag ich mal, den Leuten noch so ein bisschen im Argen liegt und von Gala nicht wirklich angegangen wird. Oder Sachen, die langfristig sich immer wieder abzeichnen, wo die Leute sagen, vielleicht jetzt passt es erstmal und dann findet halt wieder irgendjemand eine neue Combo raus oder einen neuen Weg, wie er doch wieder zu viel Schaden macht, gefühlt. Oder zu wenig auch, zu wenig Schaden. Und dann könnte man diese Probleme vielleicht probieren, im Second Job zu tackeln und nicht im Third Job erst. Durch neue Skills, durch Anpassungen von Skills. Bow Mastery, Yo-Yo Mastery zum Beispiel. Ja, also, dass sie zukünftig halt gucken, okay, Third Job grundsätzlich, die Skills passen schon so.
neue AOE-Skills, Self-Buffs, whatever the frick. Aber dass wenn du dann merkst, okay, da passt aber, also jetzt ist was Neues dazugekommen, was nicht mehr passt, dann würde ich persönlich es halt, wenn es jetzt nicht spezifisch nur einen Skill betrifft, sondern allgemein irgendeinen Schadens-Output oder so, würde ich sagen, könnten sie es eigentlich auch im Second Job oder sogar im First Job bearbeiten. Gucken, ob man da was machen kann. Aber werden sie höchstwahrscheinlich nicht tun. Ich meine auch der Gedanke, du hast mal einen Ranger oder einen Jester gespielt, hast ihn gequittet, weil du mit irgendwas unzufrieden warst. Und dann hörst du von Leuten, ja, aber guck dir jetzt den Crackshooter an, voll geil. Dann gehst du auf den Ranger oder Jester, den du gequittet hast, und der ist halt Level 120. So, weißt du? Ja, geil, da wir jetzt erstmal 46 Level machen, wo ich immer noch total unzufrieden bin. Und dann komme ich endlich in den Genuss von irgendwelchen neuen Buffs und Vorteilen und Skills. Und ich meine, das ist halt schon crazy. Ich denke jetzt nicht, dass viele Leute mit 165 SDHs quitten, mit denen sie halt schon immer unzufrieden waren. Ich denke, die meisten haben lange davor gequittet. Also selbst 120 ist wahrscheinlich schon relativ viel, wenn du eine Klasse überhaupt nicht gemocht hast. Oder wenn du mit einer Klasse irgendwie total unzufrieden warst, dann ist selbst 120 ziemlich viel. Dann bringt dir das, wie gesagt, ziemlich wenig, dass das dann mit 166 endlich besser wird, weil, ja, muss ja trotzdem bis 166 spielen und total unzufrieden sein bis dahin. Weil davor hat sich ja nichts geändert. Also, kann man auf jeden Fall schon hinterfragen, dass sie alles auf den Third Job geschoben haben und der halt so spät kommt. Unbalancing.